Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute ist hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, das Abenteuer geht weiter hier auf W50, ne? Und ihr seht, es hat sich nicht allzu viel getan, denn, wir haben Ei gefunden. Ja moin, schönen guten Tag. Ja, es hat sich nicht so viel getan. Wir haben es ein bisschen ruhiger angehen lassen die Tage. Ich habe jetzt auch nicht so viele Pilze hier verschwendet in der Zwischenzeit, ne? Und ja, das Ganze wird sich auf jeden Fall ändern, wenn das Epic-Event wieder ansteht. Das dauert aber allerdings noch ein bisschen. Bis dahin haben wir nächstes Wochenende, soweit ich das mitgekriegt habe, nochmal ein Erfahrungsevent. Ja, das ist nochmal ein anderes Erfahrungsevent, so wie es jetzt war, weil wir hatten ja jetzt vor kurzem erst ein Erfahrungsevent. Und danach kommt dann wohl das Epic-Event. Ne? Und beim Epic-Event gehe ich mal davon aus, dass unser Durchschnittslevel in der Gilde nochmal deutlich ansteigen wird. Ja, ansonsten sind hier alle noch immer sehr, sehr fleißig und ja, gut dabei, immer schön am Durchziehen hier. Und ja, wir werden mal heute versuchen, was wir so gerissen kriegen. Ne, viel wird es nicht sein, wir haben keine guten Upgrades gemacht. Genau, und deswegen, wir haben aber ein bisschen Fortschritt im Arena Manager gemacht. Ich glaube, beim letzten Mal blättern, da war ich, glaube ich, im unteren Millionenbereich, jetzt sind wir bei Trillionen. Da könnte man versuchen, jetzt vielleicht eine Waffenspanne oder generell erstmal eine neue Waffe zu finden, weil, ja, die schon ein bisschen älter ist. Ansonsten, equipmenttechnisch hat sich fast gar nichts getan. Aber ihr seht, von der Rune her geht schon ein paar Prozente besser. So, also da ist es schon, denke ich mal, also wenn man so 4-5% Schaden austauschen kann, ist das, denke ich mal, schon relativ viel. Ansonsten bin ich jetzt auch hier im Dämonenportal jetzt bei 9 von 10 gerade angekommen. Ne, da gucken wir nachher mal am Ende des Tages mehr oder weniger rein, ob wir da vielleicht noch ein bisschen Damage machen können. Ich habe heute, das ist quasi der erste Versuch, ich habe gestern wieder einen besiegt bekommen und deswegen schauen wir mal nach, ne? Genau. Ansonsten sieht man, dass der Durchschnittsschaden auf jeden Fall schon besser werden kann. Wir haben hier wieder eine Stärke-Ausdauerwaffe am Start. Ich würde aber ganz gerne eine Stärkewaffe nur nehmen. Spannentechnisch geht es auch noch ein Stück weit besser. Deswegen schauen wir mal, ob wir vielleicht heute Glück haben. Ein paar Pilze werden wir mal zum Blättern nehmen. Und dann werden wir, wenn wir eine Waffe gefunden haben, ein bisschen mal gucken, ob wir in den Dungeons ein bisschen was ausrichten können. So, ich denke mal mit neuer Rune und neuer Waffe und besseren Stats könnte eventuell was liegen. Ich habe hier, glaube zwischendurch habe ich einmal im 13. Stock einen besiegt. Stimmt, doch, nee, hier, ich habe Petyu oder wie er hieß, habe ich hier besiegt bekommen in einem Free-Try. Ja, der war eigentlich relativ easy gewesen, so. Dafür, dass ich den, ich glaube zum letzten W50-Video da so hart verzweifelt bin, ist er doch relativ easy dann im Free-Try gelegen. Aber so ist das immer, wenn man aufnimmt und wenn man privat spielt, ne, da fallen sie dann meistens. So, wir blättern weiter, bis wir hier eine schöne Waffe bekommen. Mit einer 8% Spanne wäre auf jeden Fall ganz angenehm. Ich habe hier jetzt schon ein paar für 7 gesehen. Also es geht natürlich auch noch schlechter. 6 ist natürlich noch schlechter. Ne? Da möchte man schon was Gutes haben. Und deswegen einfach so mal Handschuhe. Ja, schade, brauchen wir nicht. Ist jetzt nicht so das Wahre, sag ich mal. Ne? Ist jetzt nicht so die Ware, die ich auch brauche. Ein Brustpanzer wäre, glaube ich... Ne, einen Brustpanzer haben wir auch... Ach, den haben wir auch neu. Ein Helm wäre gut. Stimmt, wir vermissen immer noch einen Helm und ein Schild. Ja, ein Helm und ein Schild ist auch noch gesucht, falls wir hier noch nebenbei ein Epic bekommen sollten. Ne? Ansonsten, wie gesagt, suchen wir einfach nach einer normalen Waffe. Cool wäre natürlich... cool wäre natürlich, habe ich gerade eine Waffe überblättert mit Rune? Ich weiß nicht. Cool wäre natürlich, wenn wir mal eine Dreier-Epic-Waffe bekommen würden. Ne, das wäre natürlich richtig cool. Aber mit guter Spanne natürlich auch. Aber da wollen wir uns mal nicht weiter drauf beschränken. Das wird wahrscheinlich sowieso nichts. Was allerdings ganz gut ist, ist es auf jeden Fall nicht, dass wir zu wenig Gold haben. Ja, so, wir brauchen auf jeden Fall für das Item, das will ich mir kaufen, das ist ein gutes Upgrade. Na toll, ich habe jetzt eigentlich nicht mal mein Quest-Equipment an. Der Vollprofi ist wieder hier am Start, man merkt es bereits. Ja, also das Item, das müssen wir uns kaufen. Das ist auf jeden Fall sein Geld wert. Ne?
Das möchte ich auf jeden Fall ja, angezogen haben. Das sind gute Upgrades auf jeden Fall. Ne? Das nimmt man natürlich mal mit so einem Epic. Wir haben relativ gutes Epic-Glück. Jetzt Handschuhe vorhin und jetzt das nochmal. Das ist relativ viel. So, zack. Das müssen wir dann gleich mal sockeln. Boom. Und dann müssen wir das mal austauschen. Zack. Jo. Dann Steingewinnung. Wir verlieren zwar Leben dadurch, das ist gar nicht gut. Das ist eigentlich nicht so gut. Das feiere ich jetzt nicht so extrem. Wir müssen mal dann, glaube ich, die Rune tauschen. Oder wir gucken mal, was wir hier schon für Lebensrunen noch nebenbei kriegen. Vielleicht haben wir auch eine bessere Lebensrune am Start. Aber ich glaube, 2% ist erstmal bei mir so das Maximum. Ja. Die Rune müssen wir tauschen. Ja, da führt kein Weg dran vorbei. 2% Leben ist auf jeden Fall besser als ja, 8% Feuerwiderstand. Und deswegen machen wir gleich auch Steingewinnung hier so. Bam. Und so schnell sind die Pilze auch schon wieder weg. Ne? Und wir haben immer noch keine Waffe gefunden. So. 700 rechts raus, das ist auf jeden Fall guter Schaden. In die Richtung wollen wir gehen. Jetzt am besten noch mit einer Rune drauf und einem guten Attribut. Und dann bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ne? Falls wir mal so zufällig vielleicht noch über eine ja, Epic-Waffe stolpern sollten, ja, dann wäre ich natürlich auch zufrieden, sage ich mal, ne? Die dann auch eine gute Spanne vorweisen kann. Aber da verlassen wir uns nicht drauf. Und wie gesagt, ein Schild. Ein Schild wäre halt super, wenn wir das noch irgendwie bekommen würden. Aber ich sehe bereits, wir haben hier schon viele Pilze investiert und bekommen nicht mal eine normale Waffe, die wir benötigen. Ne? Deswegen ist das schon, ja, mit den Runen ist das immer so eine Sache. Das wird natürlich dann schon deutlich teurer, das Blättern dadurch denn. Ne? Weil man natürlich dann auch dementsprechend durch... Oh, ja moin, neues Schild. Ist zwar wieder ein Alle-Attributsschild, das ist ziemlich wack. Aber ich beschwere mich nicht. Ist auf jeden Fall ein Upgrade. Ja, also natürlich... Oh, ich habe schon wieder hier mit Dings-Equipment angenommen. Natürlich wäre ich glücklicher, wenn das Ganze hier ein Dreier-Stat-Schild gewesen wäre. Aber ihr seht, wenn alle Attribute schon plus 55 sind, dann wisst ihr, wie alt dieses Schild ist. Und stellt euch mal vor, dann bekomme ich noch die ja, Attribute, auf die es ankommt, die Dreier. Dann wäre es ein deutlich krasseres Schild geworden. Ja, so können wir semi-viel damit anfangen. Ist ein Upgrade, klar, natürlich. Ich beschwere mich nicht. Aber Dreier wäre schon besser gewesen. Aber naja, können wir nichts machen. Auf jeden Fall ist es ganz gut. Wir können das zumindest für Gold kaufen. Verschwenden wir hier keine weiteren Pilze für das Schild. Das kann man immer mal mitnehmen. Und ja, trotzdem fehlt uns aber nach wie vor eine Waffe. Ne? Aber krass, dass wir jetzt schon innerhalb von den paar Pilzen außerhalb vom Epic-Event so viele Epics hier bekommen haben. Das ist eigentlich relativ ungewöhnlich. Ja, ich hatte einmal für das Klo, glaube ich, geblättert gehabt, ein Epic, außerhalb vom Epic-Event. Da habe ich fürs erste Epic, glaube ich, 250 Pilze oder irgendwas gebraucht. Das ist schon teilweise echt frech gewesen. Und jetzt kommt hier, jetzt wird man so überschüttet mit den Epics. Ne? Dafür fehlt aber eindeutig jetzt die Waffe, die wir jetzt schon seit, keine Ahnung, seit 8 Minuten jetzt hier schon versuchen zu bekommen und sie aber nicht finden. Ne? Aber wir brauchen auch nicht weiter in die Dungeons reingehen. Ja, wenn unsere Waffe so, ja, weiß ich nicht. Ja, outdated würde ich nicht sagen. Aber es ist schon besser, wenn wir auf jeden Fall eine Waffe bekommen mit einer bisschen besseren Spanne. Und dann dementsprechend der passenden Rune drauf. Ne? Und dann vielleicht auch mit einem Stärke-Attribut. Aber das ist unglaublich, dass wir so ein Pech haben mit den Waffen. Ja? Dafür haben wir Glück mit den Epics gehabt, aber alles andere ist hier tatsächlich wirklich nicht gerade sehr prickelnd. Nee, soll noch nicht sein anscheinend. Aber irgendwann, ja, irgendwie müssen wir ja unser Glück hier mal irgendwann erzwingen. Ne? Ich könnte mir alleine schon die Waffe kaufen wegen der Rune hier drauf, wegen der 8% Rune. Ist auf jeden Fall schon ein Upgrade. Da haben wir was. Ja. Das ist jetzt die Frage. Wir boosten ein bisschen Spanne ein, rechts raus. Die Spanne ist nicht so gut. Und wir haben hier auch keine 8% Schadensrune drauf, aber wir haben eine Stärkewaffe. Ich bin nicht zufrieden damit. Aber ich glaube, bevor ich hier noch viel mehr Geld ausgebe, nehme ich die einfach mit.
Aber ich bin nicht hundertprozentig... Oh, schon wieder ein Ei. Ich bin da echt nicht hundertprozentig zufrieden mit der Waffe. Ja, sie ist ein bisschen besser, aber nicht bedeutend. Meine jetzige Waffe hat eine bessere Spanne. Dafür hat die halt nochmal, ja, Stärke und halt eine bessere Rune, aber es geht auch eine 8% Rune. So viel besser ist die Waffe nicht. Aber wie gesagt, bevor ich mich hier dumm und dämlich... immer noch zu wenig Gold hier. Bevor ich mich hier dumm und dämlich blättere, nehme ich die, glaube ich, mit. Ja. Es reicht immer noch nicht. Gibt's ja wohl nicht. Ist auch nicht so effizient, muss man sagen. Das Gold, was man jetzt hier für die Waffe nimmt, hätte man auch schon wieder skillen können. Ja, wir gehen noch... Ja, wir gucken mal, wir schauen mal auf die nächste... hier, wenn hier nichts dabei ist, 6%, dann lassen wir es sein. Okay, gut. Ja, jetzt lassen wir es sein. Ich wollte nochmal mein Glück heraufbeschwören, aber sollte nicht sein. So, Edelsteinsockel hinzufügen, zack, Steingewinnung, her damit, boom. Und dann haben wir das auch. So, wir legen unser Equipment an hier. Und ja, ich habe schon ein paar Metalle gesammelt, aber noch nicht so viele. Deswegen, ich möchte mein jetziges Equipment noch nicht großartig verbessern. Das machen wir nach einem Epic-Event vielleicht oder so. Dann werde ich da mal ein paar Ressourcen investieren. Ansonsten, ja, habe ich da noch nicht so viele Metalle. Ja, und jetzt schauen wir mal in die Dungeons rein, ne? Bevor wir mal hier in die oder doch, wir schauen mal in die Lichtwelt. Mal gucken, was die jetzt so hier zu sagen haben. Es ist kein großes Upgrade jetzt, was wir hier gemacht haben, statpunkt-technisch. Und ich bin auch schon relativ weit, was die Dungeons angeht. Also da ging vorher schon wenig. Ich gehe mal von aus, dass jetzt nicht sehr viel mehr gehen wird. Deswegen wird sich mein Pilzhaushalt jetzt auch nicht so dermaßen schrumpfen hier. Der ist noch nicht möglich. Wir können mal gucken, was Heimdall... Ja, der ist auch noch nicht so machbar. Das können wir auch noch vergessen. Das ist halt das Ding. Die Dungeons sind hier Orc of Varg vielleicht. Das wäre so der. Ja, da könnte man vielleicht einen Try mal ein bisschen härter versuchen. Da hat man schon ein paar gute Ansätze gesehen. Der war knapp gewesen gerade. Das ist der Orc of Varg. Vielleicht fällt er. Mit einem besseren Schild wäre der schon gefallen. Also, das wären, glaube ich, die Attribute gewesen, die mir noch gefehlt hätten. Okay, ja gut. Sehr knappe Tries gewesen. In den anderen Dungeons brauchen wir uns gar nicht, glaube ich, weiter versuchen hier. Ne, der geht noch lange nicht. Der wird auch noch nicht lange fallen. Holunder hätte ich gedacht, vielleicht so ein bisschen. Den brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter tryen hier. Ja, der einzige, der gehen würde, wäre in Hermoridor. Aber bevor wir da nochmal reingehen, gucken wir nochmal, was die anderen Etagen sagen hier. Vielleicht gibt im Turm ein bisschen was hier, bevor wir unsere Aale noch weiter spielen. Da können wir noch vielleicht ein paar Turmetagen hier durchballern. Das ist ganz nice. Da geht immer mal wieder was. Sehr erfreulich. Ne? Das nimmt man natürlich locker mit. Doch nochmal ein kleines Erfolgserlebnis hier. Wir gucken mal, was wir für Items bekommen haben. Alle Attribute können wir, glaube ich, nicht gebrauchen. Kundschaftergürtel. Ist auch nicht bedeutend besser. Schuhe für den Markpfad, auch nicht viel besser. Und das Ding ist auch nicht viel besser. Okay, können wir nicht so viel mit anfangen. Wir gehen mal ein bisschen auf Leben. Und ein bisschen mehr auf Stärke. Ja, und ein bisschen auf Glück. So. Mal gucken, vielleicht kommen wir hier noch weiter. Bei der Prinzessin. Ja, also die sehen ganz gut aus, die Tries hier im Turm tatsächlich. Ach komm. Die ist so oft jetzt fast gefallen. Also das muss jetzt noch... Ja, dankeschön. Ja, aber auch wieder kein sehr gutes Item. Ist wahrscheinlich auch wieder alle Attribute. Ne? Ich glaube, das ist ein alle Attribut-Item. Ja, kann man auch nicht viel mit anfangen, tatsächlich. Wir gucken nochmal kurz in die Schattenwelt, was da so geht hier momentan. Bei der Medusa, die haben wir auch down. Ist sehr nice. Was haben wir hier bekommen? Geschickring. Ja, plus 22. Ja, müssen wir wieder... Ach komm, machen wir einfach. Steingewinnung hier, was soll's. Nehmen wir mit. Und so sind die Pilze nachher auch schon wieder fast alle hier. Ja, lohnt sich nicht besonders, aber ist auf jeden Fall ein kleiner Fortschritt. Oh, ich wollte gerade sagen, auf 44k Leben oder was war das? Der muss doch fallen. Ja, gut. Nice. Haben wir den Dungeon auch nochmal. Wir haben hier eine gute Rune drauf hier für mein Farm-Equipment. Das ist stärketechnisch nicht viel besser, aber rüstungsmäßig ist es ein Upgrade und Rüstung ist auf jeden Fall ziemlich wichtig.
Aber wir müssen nochmal die Rune tauschen. Ja, hilft alles nichts. Das hilft alles nichts. Steingewinnung. Leben ist halt viel zu wichtig auf meinem Krieger hier. Ja. Ja, Statpunkt-technisch war es natürlich low, was das für ein Upgrade war, aber die Rüstung war schon ziemlich krass und Rüstung ist halt wirklich sehr, sehr wichtig. So, jetzt gucken wir nochmal vielleicht im Märchenturm ein bisschen rein. Da fällt der nächste. Das ist schön. Das nehmen wir jetzt nicht weiter mit hier. Gut, dass wir ein bisschen Inventarplatz ausgebaut haben, sonst würden wir hier wieder in eine Bredouille geraten. So, geht hier der auch noch als nächstes, ist die Frage. Jawohl, haben wir den auch noch down. Sehr schön, alle Attribut-Item können wir wiederum nicht gebrauchen. Ja, aber ist immer ganz wichtig, wenn wir Turmetagen schaffen. Nice. Damit wir natürlich ein bisschen mehr Gold bekommen bei den Abenteuern. Da möchte man natürlich, wie gesagt, den Turm so schnell wie möglich durchrasieren. Ne? Damit man hier so gut wie möglich ja, effizient questet. Ich würde mich aber auch freuen, wenn mein Main mal vielleicht ein paar Upgrades bekommt, anstatt immer nur meine Begleiter. Das würde mich auf jeden Fall auch ein bisschen voranbringen. Ne? Oder mal eine schöne Waffe oder sowas. Aber ich glaube, darauf kann ich lange warten. Es bekommen nur meine Begleiter hier Items. Und das ist gefühlt schon, ja, seit 77 Turmetagen. Also, was das angeht, habe ich nicht wirklich Glück, muss ich tatsächlich mal hinzufügen. Jetzt will ich nochmal gucken, ob Orc of Vark vielleicht geht hier. Ja, mal schauen, ob der fällt. Der war schon ein paar Mal knapp davor gewesen. Aber es sieht nicht so gut aus. Oh, lol. Doch, ist er doch noch. Aber die geben ja kaum Erfahrung, Alter. Das lohnt sich ja fast gar nicht, hier großartig weiter rein zu tryen. Das ist ja komplett Verarsche hier. Ja, das zerlegen wir mal hier noch für Metalle ein paar. Dann gehen wir noch ein bisschen mehr auf Stärke. Wir haben gut, auf jeden Fall sehr, sehr gut Gold gemacht hier jetzt, die Folge. Was auf jeden Fall ganz nice ist. Und ja, aber hier brauchen wir nicht weiter rein tryen. Da würde ich eher Holundor tryen. Aber der ist, ja, okay, da war ein guter Try dabei. Ach nee, bevor ich das mache, gehe ich, glaube ich, lieber nochmal hier in den Märchenturm rein. Im Wirbelwind, den haben wir jetzt gar nicht weiter getried. Lol. Was war das denn? Ja, den haben wir jetzt gar nicht weiter getried, aber da ist auch noch einiges machbar, glaube ich. Jetzt mit dem neuen Equipment, jawohl. Da sollte noch ein bisschen mehr was gehen. Da geht natürlich immer mal was so, ne? Aber, ja. Viel mehr möchte ich hier auch nicht weiter jetzt reinprobieren. Vielleicht kommen wir noch auf die 200. Das wäre vielleicht noch ganz cool im Wirbelwind nochmal zum Abschluss. Und dann, ja, nice. Haben wir nebenbei noch ein Level-Up geschafft hier. Ganz nice. Und, ja. Nice, haben wir den auch noch. Und da haben wir Wirbelwind 200, ne? So wie es ausschaut. Genau. Ja, vielleicht können wir den nochmal die nächsten Tage nochmal ein bisschen tryen hier. Und danach sollte dann halt auch, ja, erstmal wieder Schluss sein. Ne, wir haben genug Pilze ausgegeben. Okay, der sieht erstmal wieder nach einer kleinen Bremse aus. Guck nochmal hier kurz rein. Aber dann ist auch wirklich Schluss für heute. Ja, okay. Gut. Auf jeden Fall, ja, ein Dungeon in der Schattenwelt gecleart. Dann Orc of Vark haben wir besiegt. Wir haben ein bisschen im Märchenturm, oder ein bisschen, ganz schön im Märchenturm aufgeräumt. Ne, da haben wir ordentlich, da haben wir doch relativ gut rasiert, würde ich mal so sagen. Aber das war es dann soweit für heute. Guter Progress auf jeden Fall wieder. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und supporten. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.